Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Und heute möchte ich euch mal mitnehmen, ja, auf eine Reise in die Vergangenheit. Eine Klasse, die ich früher mal gespielt habe, die ich jetzt mittlerweile schon lange nicht mehr spiele. Das ist jetzt bestimmt schon 4 Jahre her oder so. Ja, und das ist der Assassine. Ich hatte mir tatsächlich früher mal, wer da schon am Start gewesen sein sollte, also herzlichen Glückwunsch, ja. Ist krass, dass ihr denn so lange schon mit dabei wart. Der Assassine war einer meiner ersten neueren Klassen, sag ich mal, die ich dann auch so aktiv mitbekommen habe. Generell der Assassine war ja die erste neue Klasse, die neben den 3 Standardklassen ja neu ins Spiel kam. Und ja, da hatte ich schon gerade so angefangen, aktiv Shakes and Fidget Videos zu machen. Ihr seht es hier, ne, das ist noch das ganz, ganz alte Overlay, Welt 23 international, und das ist gerade mal meine 25. Shakes and Fidget Folge. Also es ist wirklich noch ganz, 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 ganz am Anfang, ne? Ich hatte ja, glaube ich, irgendwie so, ja, so 3, 4 Videos, ja, weiß ich nicht, vorher schon Shakes and Fidget gemacht, bevor ich dann richtig, ja, durchgezogen habe mit SF, ne? Also nicht nur Daily, das war ja am Anfang, war es ja irgendwie 2, 3 Mal die Woche oder so, ne? Aber wo ich dann gesagt habe, jo, ich mache jetzt hier nur noch Shakes and Fidget so, ne? Und das war halt wirklich ganz am Anfang gewesen, und das war halt der Welt 23 Serverstart. Und da hatte ich dann halt die neue Klasse damals angetestet gehabt, den Assassin, der kam da raus, war die erste neue Klasse, und das ist halt eben, ja, von 2018 mittlerweile, und das ist schon ein paar Jährchen her. Ich habe die Klasse irgendwann aufgehört zu spielen, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hatte. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Bock, da mal wieder auf den alten Server reinzuschauen, was sich dort in der Zwischenzeit so getan hat. Wie gesagt, auf dem Server wurde ja die Klasse gelauncht. Das heißt, theoretisch dürften dort auch, ja, mitunter die stärksten Assassinen der Welt sein. Da bin ich mal sehr gespannt. Der Assassine ja generell einer, wenn nicht die Late-Game-Klasse überhaupt, durch den konstanten Schaden ist sie halt eben PvP-mäßig ganz, 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 ganz weit oben so, ne? Und ja, deswegen ein bisschen schade, dass ich sie aufgehört habe. Könnte heute einen guten Assassin haben, aber dieser Faktor 2 gute Waffen und sowas zu haben, das hat mich damals schon abgeturnt, und ja. Aber es ist schon sehr, sehr lange her, und wir gucken mal auf jeden Fall drauf, ne? Wir können mal die Kommentare schauen hier, ob wir jemanden wiedererkennen, der heute auch noch am Start ist. Rhinoxor lese ich auf jeden Fall nochmal hier und da. Aber ansonsten X-Mischa, aber den habe ich auch schon lange nichts mehr gehört, glaube ich. Ja, ich kann mich auch täuschen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, aber es ist schon wirklich sehr lange her. So, ne? Es ist gerade mal am Anfang meiner Shakes and Fidget-Karriere in Anführungszeichen. Und heute gehen wir mal rauf auf die Welt 23 international. Hab mir gedacht, das ist eigentlich eine ganz coole Videoidee, so mal auf auf meine alten Charts zu schauen, wo ich jetzt schon jahrelang nicht mehr drin war, ne? Also ich habe ihn ja ein bisschen aktiv gespielt, ihr seht 249. Das heißt, ja, weiß ich nicht, vielleicht war ich hier jetzt schon 3 Jahre oder so nicht mehr drin, ja. Wir schauen mal einfach nach. Also zumindest war ich 21 Tage hier schon nicht mehr aktiv, ne? Und wir gucken mal rein. So, mein alter Assassine. Oh, ist das laut. Okay, gut, ich muss hier erstmal einiges umstellen. Dann ist es auch noch nicht HD. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, dass es nicht HD ist. So, machen wir mal, zack. Und dann müssen wir es, glaube ich, noch ein bisschen leiser. Okay, ja, so ist es einigermaßen auszuhalten. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Ne, ich bin noch auf Stufe 6000. Ich bin hier... Stimmt, der Norbert, der hatte mich damals in seine Gilde eingeladen. States of Dorza. Ja, der wollte mich da unbedingt drin haben. Warum auch immer. Boni 41,8, 43, Ritterhalle 122 und Dorza. Also ein geiler Boni. Ich würde sagen, das ist eher, naja, das ist eher ein Hindernis hier, sag ich mal. Greifen wir mal an, das Dämonenportal hier, ne? Alter, Digga, es ist sehr, sehr krass. Oh, sogar ein bisschen Damage gemacht. Ist sehr, sehr krass, mal hier wieder drin zu sein in der ganzen, ja, in dem ganzen Thema hier, ne? Und ich bin mal gespannt, was jetzt mittlerweile auf dem Account hier schon, auf dem Server schon erreicht worden ist. Ich sehe auch, wir haben hier ein bisschen Post. Teilweise habe ich mir sogar hier schon mal was angeschaut, ja. Also, so ist nicht, ne?
Ich glaube, ich war mal zwischendurch mal wieder hier. Hier zum Beispiel die Eva hat hier geschrieben. Ja, auch Grüße gehen raus an der Stelle. Ne? Aber ist krass, ein paar Leute, ja, haben auf jeden Fall hier geschrieben. Ne? Vieles natürlich davon, ja, von früher, ne? 2018. States of Daughter, ja. Also, ich weiß ja nicht, die Klasse hat mich damals nicht so wirklich angetörnt. Wir gucken mal in die Ehrenhalle, was hier so abgeht auf den ersten Plätzen. Ach stimmt, ja, das ist ja der Server hier vom momentan besten Assassin weltweit. Das ist ja quasi der Account, den versucht Turor aufzuholen mit seinen Assassinen zusammen, ne? Oder mit seinen Assassinen. So, und da halt an das Level beziehungsweise an die Werte hier ranzukommen. Ne? Und so sieht das Ganze hier aus. Ja, Welt 23 international. So, also ja, hier hatte ich, oh guck mal, hier ist sogar noch der Lieutenant, sehe ich gerade hier mit sein. Spielt der noch? Ich dachte, der hätte aufgehört, irgendwie aktiv zu spielen. Ich meine, er hatte mir mal gesagt gehabt, dass er nicht mehr so aktiv am Start ist. Es kann aber auch sein, dass er jetzt hier nicht, ja, ein bisschen inaktiver geworden ist oder so, oder seinen Magier aufgegeben hat. Der hat ja noch so einen High-Level-Magier gehabt. Aber ja, Lieutenant, falls du das sehen solltest, wahrscheinlich eher weniger, aber Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, spielt hier vielleicht, zumindest der Greifendrache ist noch aktiv, aber das hat auch nichts zu sagen. So. Aber hier sieht man schon einen kleinen Geschicktrank. Es könnte vielleicht ein kleines Indiz darauf sein, dass er hier auch inaktiv ist auf dem Server. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall noch in der Gilde, hier in dieser Magier-Gilde. Ja. Sehr, ist sogar noch hier Anführer, sehe ich gerade hier. Ne? Sehr interessant, mal auf diesem Account hier durchzustöbern. Ich weiß noch damals, ja, das hört sich auch an, als wir hier gestartet haben auf dem Server, da war ich, glaube ich, in der Gilde Night Raid. Die hatte ich damals mit einem Real-Life-Kollegen von mir hier, den kennt ihr auch, der war auch schon mal bei mir im Stream gewesen, hatten wir hier gegründet gehabt und das war auch die Zeit, wo habe ich hier Freunde hinzugefügt? Nö, keine Ahnung. Das war aber die Zeit, wo ich zum Beispiel Paul Terra kennengelernt habe, ja. Da habe ich ja, wie gesagt, meine eigenen Videos so für mich gemacht in Shakes and Fidget so. Da war ich überhaupt noch gar nicht in diese ganze Szene und sowas integriert gewesen. Ne? Ich wusste auch gar nicht, dass sowas existiert überhaupt. Da habe ich nur vor mich hingeplayt so ein bisschen und ein paar Videos davon gemacht, von ein paar Neuheiten. Damals war dann die Festung neu gewesen, da habe ich dann mal ein Video gemacht drüber, dann kam eine neue Klasse, dann habe ich mal ein Video gemacht zu Shakes and Fidget und so weiter und so fort, dann Unterwelt mal ein Video gemacht, ne, und so kam das, so waren die Anfänge. Und auf dem Server habe ich zum Beispiel auch Paul Terra kennengelernt, glaube ich, das erste Mal. Auf jeden Fall hatte ich mit meinen Gildenkollegen zusammen hier eine Gilde gegründet gehabt und da haben wir uns anstatt, ne, da wussten wir das noch nicht besser damals, ne, da haben wir uns die ersten paar Tage direkt mit unserer Gilde hochgekämpft auf die ersten Ränge und haben auf die Raids komplett geschissen. Ja, weil wir die wahrscheinlich auch noch gar nicht legen konnten und das Gold gar nicht haben. Ne? Auf jeden Fall waren wir dann auf Platz 1 die ersten Tage mit unserer Gilde. Und ich habe mich so damals gefeiert, dass wir Platz 1 waren auf den Server. Ne? Und wir haben aber noch keine Raids und nichts gemacht. Wir wussten noch gar nicht, dass das damals so gemacht wird, dass das so gehandhabt wird. Heute ist es ja ganz normal. Ne? Ne? Da waren wir ein paar Tage Platz 1 gewesen und wir uns übel gehypt und geil, ja, heftig, ne? Und ich glaube, der allererste Kommentar, den mir Paul damals geschrieben hatte, das war irgendwie unter meinem Video, ich weiß aber nicht mehr welches das war, ja, wartet ab, wir werden euch bald besiegen oder irgendwie so, ne? Das war, glaube ich, der allererste Kommentar, den Paul bei mir auf meinem Kanal irgendwie geschrieben hatte. Und daraufhin wurde ich dann halt auf seinen SF-Kanal aufmerksam. Ja, und dann war es natürlich nachher auch so gewesen, ne? Die haben schon ihre Raids schon durchgeballert. Wir haben noch keinen einzigen Raid gehabt und dann haben die uns komplett weggestompt, so, ne? Aber wussten wir damals nicht, dass man halt zum Anfang raidet, anstatt Killenangriffe zu machen, ne? Da war ich bin ja heute immer noch Noob, so, ne, was das Spiel angeht, so. Also ich bin ja jetzt noch also ich spiele das Spiel zwar schon lange, aber ich bin jetzt auf vielen Ebenen, sag ich mal, jetzt nicht Serverstarttechnisch oder so jetzt nicht so erfahren, ne? Aber es ist halt, ja, weiß ich nicht, mittlerweile gehört es auf jeden Fall dazu, dass man weiß, man raidet am Anfang auf jeden Fall.
Digga, der Fight sieht sogar ganz nice aus, ne? Aber damals war ich halt richtig unerfahren, was dieses ganze Server-Start-Thema anging und so, ne? Das war halt noch das Ding, wo mir gesagt wurde, da kauft jemand einen Greife, um halt sich einen Greifendrachen, um sich Skillpunkte zu kaufen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, dass dieser Greifendrache überhaupt Geld gibt hier, ne? Also Gold. Ne? Da habe ich halt wirklich nur auf den Bonus geachtet und habe gar nicht gesehen, dass es hier überhaupt Geld gibt und auch überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen, überhaupt 25 Pilze zu bezahlen, um halt hier ein bisschen Gold irgendwie sich in die Tasche zu stacken, sodass das überhaupt Leute machen und so. Und das war für mich eine ganz, ganz andere Welt damals gewesen. Und ja, so kam dann eins zum anderen, ne? Wie gesagt, so kam dann auch so ein bisschen der Kontakt mit Paul Terra. Ich weiß gar nicht, wie lange hatte der hier gespielt. Paul Terra? Ist der hier noch? Nee. Aber ich weiß auch nicht, der heißt, glaube ich, auch überall anders hier irgendwie. Schade, dass ich jetzt nicht mehr ganz genau, oder hieß der nur Terra oder so? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja. Nee, ich glaube, das ist nicht sein Account. Ich bin mir jetzt aber auch... Nee, ich glaube, das ist nicht sein Account. Ja, aber das war schon eine wilde Zeit damals gewesen. Die ganz, ganz frühen Anfänge von mir, Shakes and Fidget und YouTube so, ne? Der Assassine war schon, ja, das war schon, wie gesagt, damals so eine krasse Neuheit. Die erste neue Klasse, die ins Spiel kam, neben den 3 Standardklassen, die damals rauskamen. Und jetzt gibt es ja schon mittlerweile so heftig viele Klassen da draußen. Das ist ja, ist unglaublich, ne? Da kommt man heutzutage gar nicht mehr so hinterher, ne? Ja, also interessant auf jeden Fall, ne? Und ja, hier sieht man auch, stimmt, da war ich mal einmal online auf dem Account gewesen hier. Weil ich hier damals zur 1000. SF-Folge, da hatte ich hier diese Schnitzeljagd gemacht. Wer da als erstes diese Schnitzeljagd erraten hat, der hat dann 1000 Pilze gewonnen. Das stimmt, da hatte ich mich dann einmal hier eingeloggt auf dem Account, aber ansonsten eigentlich nicht weiter, ja. Ja, ist schon sehr wild auf jeden Fall. Arena Manager gab es damals auch noch nicht, ja. Wir haben mittlerweile schon ein bisschen Geld haben wir schon gefarmt hier, ne? Mit dem Stufe 1 Sitzplatz hier. Bisschen kam da schon zusammen, also das ist ja lustig, muss ich mal sagen. Gibt es hier noch irgendwas, was man so entdecken kann, was mit der Zeit irgendwie interessant werden könnte? Ich glaube nicht. Aber ja, so sieht das Ganze aus. Gilde ist aktiv, so wie ich sehe. Das gefällt mir natürlich, stimmt. Festung haben wir hier. Ich lasse das einfach mal alles unabgeholt. Ja, ich fasse hier nichts großartig an. Haben wir hier die Unterwelt. Ja, die gab es ja damals auch schon. Das war aber noch damals ein sehr neues Feature gewesen. Ja, damals auch schon gefühlt einen einigermaßen richtigen Ausbau gehabt hier. So, ne, halt viel auf diese Ressourcengebäude gegangen zum Anfang. Stimmt, die Pets waren ja da auch schon implementiert in das Spiel. Aber obwohl die Pet-Wege hier, Tintak ist tatsächlich relativ viable, kann man mal so sagen. Ja. Ja, das ist schon was. Ressourcen haben wir auch jetzt nicht so viele gefarmt. Ja, nö, das ist auf jeden Fall W23 und der Assassine hier. Ne? Wie gesagt, ein ganz, ganz alter Server, vor 4 Jahren erstellt. Den Account hier und dann irgendwann auf Eis gelegt. Aber fand ich mal interessant, den mal wieder anzuglupschen. Ne? Und mal so ein bisschen auf den Server zu schauen, was jetzt hier sich mittlerweile so alles getan hat. Ja, okay, jetzt klappt das wieder nicht hier mit Rang 1, das ist super. Ja, alles klar. Leute, das soll es soweit gewesen sein. Mein alter Assassine, Stufe 249. Ne? Die Skillpunkte sind auch am Start, 2300 zu 2000. Ja, 1100 im Glück, auch viel zu viel damals gewesen hier. Ne? Ja, das war's soweit. Ich hoffe, das etwas andere Video hat euch gefallen hier. Ne? Wie gesagt, ich hatte damals aufgehört, eigentlich nur wegen den Waffen so. Das war, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt Nummer 1. Und weiß ich nicht, müsst ihr mir vielleicht nochmal die alten Videos anschauen. So, ne? Ich glaube, die Guild, in der wir waren, die ist dann nachher auch zerfallen. Da hatte ich auch irgendwie ein Video zugemacht irgendwie. Ich weiß das alles gar nicht mehr so genau. Aber lässt sich alles im Nachhinein noch betrachten. Ne?
Das ist halt immer das Coole, wenn man YouTube-Videos macht. Man kann sich das alles im Nachhinein immer noch anschauen, wenn man es möchte. So, ne? Ist halt alles festgehalten. Okay, Leute, ich verabschiede mich. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.